Lektion 1: Die Herausforderungen des Lebens meistern. Du wirkst heute etwas abgelenkt. Woran hast du gedacht? Ach, nur ein paar Probleme mit der Arbeit und der Familie. Es war ziemlich viel zu bewältigen. Ich verstehe. Beides unter einen Hut zu bringen, kann eine ziemliche Herausforderung sein. Das stimmt wirklich. Manchmal fühle ich mich von so vielen Dingen gleichzeitig beansprucht. Hatten Sie Gelegenheit, diese Themen mit jemandem zu besprechen? Ich habe mit ein paar Freunden gesprochen, aber ich fühle mich trotzdem überfordert. Gefühle zu teilen kann helfen, aber das reicht nicht immer aus. Ja, ich wünschte, ich hätte eine Zauberlösung, die alles einfacher machen würde. Wenn es doch nur fürs Leben eine Bedienungsanleitung gäbe, nicht wahr? Das wäre ja sehr praktisch. Risse, sind Sie schon einmal vor ähnlichen Herausforderungen gestanden? Ja. Die Arbeit war in letzter Zeit sehr anspruchsvoll und das belastet die Familienzeit zusätzlich. Das klingt anstrengend. Wie gehst du mit dem Druck um? Ich versuche, Aufgaben zu priorisieren und Grenzen zu setzen. Das hilft ein bisschen. Das ist ein kluger Ansatz. Ich muss daran denken, auch Grenzen zu setzen. Es ist unerlässlich für die Aufrechterhaltung des Gleichgewichts. Haben Sie bestimmte Strategien gefunden, die für Sie gut funktionieren? Kurze Pausen über den Tag verteilt helfen mir, den Kopf frei zu bekommen. Das sollte ich mal versuchen. Eine kleine Auszeit kann einen großen Unterschied machen. Das ist absolut möglich. Zögern Sie außerdem nicht, um Hilfe zu bitten, wenn Sie sie benötigen. Du hast recht. Manchmal versuchen wir, alles allein zu erledigen. Denk daran, du bist damit nicht allein. Ich bin hier, um dich zu unterstützen. Vielen Dank. Es ist beruhigend zu wissen, dass ich jemanden habe, auf den ich mich verlassen kann. Gemeinsam können wir diese Herausforderungen meistern und Lösungen finden. Lektion 2: Die Bedeutung von Respekt. Die Teilnahme an einer Beerdigung gilt als Zeichen des Respekts, nicht wahr? Ja, das stimmt wirklich. Es zeigt, wie sehr wir das Leben dieses Menschen schätzen. Viele Menschen nehmen oft weite Reisen in Kauf, um an einer Beerdigung teilzunehmen. Das stimmt absolut. Es sagt sehr viel über ihre Beziehung aus. Ich habe diese Hingabe immer bewundert. Sie zeugt von tiefer Zuneigung und Loyalität. Das stimmt. Beerdigungen bringen Menschen zusammen und ermöglichen es ihnen, ihre Trauer zu teilen. Sie bieten doch auch einen Raum, um das Leben des Menschen zu feiern, nicht wahr? Beruf. Das Erzählen von Geschichten kann Trauernden Trost spenden. Haben Sie jemals an einer Beerdigung teilgenommen, die einen bleibenden Eindruck bei Ihnen hinterlassen hat? Ja, ich habe an der Beerdigung meiner Großmutter teilgenommen. Es war eine beweckende und unvergessliche Zeremonie. Das kann ich mir vorstellen. Beerdigungen erinnern uns oft an die Bedeutung der Familie. Ja, sie vereinen uns in unserem gemeinsamen Verlust und unserer Liebe zu den Verstorbenen. Es ist interessant, wie unterschiedlich Sitten und Gebräuche sein können. Ja, manche Kulturen feiern das Leben mit lebhaften Zeremonien, andere sind da eher zurückhaltend. Ungeachtet des Stils bleibt das Wesentliche dasselbe: Respekt zeigen. In der Tat, wir ehren die Verstorbenen,
indem wir anwesend sind und sie unterstützen. Es ist eine eindringliche Erinnerung daran, welchen Einfluss ein einzelnes Leben auf viele andere haben kann. Das stimmt absolut. Es ermutigt uns, unsere eigenen Beziehungen zu pflegen, solange wir es können. Auf dieses Gedenken an die Verstorbenen und auf die gegenseitige Unterstützung. Lektion 3: Eine sicherere Zukunft gestalten. Es ist unerlässlich, dass wir einen sichereren Ort für die Enkelkinder dieser Generation schaffen. Ich stimme vollkommen zu. Sie verdienen eine Welt mit weniger Gefahren. Ich befürchte jedoch, dass sich diese Generation in weiten Teilen der Welt unsicher fühlt. Das steht. Wir stehen heute vor vielen Herausforderungen. Von Klimawandel bis hin zu sozialen Problemen. Die Probleme scheinen erdrückend. Ja, und es liegt in unserer Verantwortung, diese Probleme für zukünftige Generationen anzugehen. Was ist Ihrer Meinung nach der erste Schritt, den wir unternehmen sollten? Ich denke, Bildung ist unerlässlich. Wissen ermöglicht Veränderung. Absolut. Die Jugend über Sicherheit und Verantwortung aufzuklären, ist von entscheidender Bedeutung. Und wir müssen auch Freundlichkeit und Empathie unter ihnen fördern. Freundlichkeit kann einen Welleneffekt auslösen und andere dazu ermutigen, ähnlich zu handeln. In der Tat, eine Kultur der Unterstützung kann zu einer sichereren Gemeinschaft führen. Haben Sie in letzter Zeit positive Veränderungen in Ihrer Gemeinde bemerkt? Ja, es hat einen Anstieg bei den Nachbarschaftssachen gegeben. Das ist ermutigend. Die Menschen ergreifen proaktive Maßnahmen, um einander zu schützen. Gemeinschaftliches Engagement ist entscheidend. Es stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl aller. Ich glaube, dass wir gemeinsam eine bessere Zukunft gestalten können. Ja, und jede noch so kleine Anstrengung zählt. Welchen Rat würden Sie jemandem geben, der etwas bewegen möchte? Ich würde vorschlagen, lokal anzufangen. Kleine Schritte können zu bedeutenden Veränderungen führen. Das ist ein ausgezeichneter Rat. Es geht darum, den ersten Schritt zu tun. Gemeinsam können wir andere dazu inspirieren, sich uns bei dieser Mission anzuschließen. Auf eine sicherere Welt für kommende Generationen. Lektion 4: Uns selbst entlarven. Es ist interessant, dass unsere Freunde manchmal gar nicht wissen, wer wir wirklich sind. Das stimmt. Halloween ist die perfekte Gelegenheit, verschiedene Seiten an uns selbst zu entdecken. Absolut. Wir tragen Masken und Kostüme und enthüllen so Teile unserer Persönlichkeit. Und es ist faszinierend, wie Menschen sich kreativ ausdrücken. Ja, aber es regt mich auch zum Nachdenken darüber an, wie wir uns hinter unseren alltäglichen Rollen verstecken. Das verstehe ich. Wir fühlen uns oft unter Druck gesetzt, Erwartungen zu erfüllen. Genau. Halloween erlaubt es uns, uns von diesen Zwängen zu befreien. Und das Beste an Halloween sind natürlich die Süßigkeiten. Oh, da stimme ich vollkommen zu. Der Nervenkitzel beim Sammeln von Süßigkeiten ist unvergleichlich. Es weckt so viele schöne Kindheitserinnerungen. Ich erinnere mich daran, wie ich von Haus zu Haus rannte, begierig darauf, meine Tasche zu füllen. Ver Und das Tauschen von Süßigkeiten mit Freunden war immer ein Highlight. Welche Süßigkeit hast du am liebsten bekommen?
Ich liebte Schokoriegel, besonders die mit Karamell. Die sind ja köstlich. Ich war schon immer ein Fan von Gummibärchen. Gummibärchen sind ein Klassiker. Sie sorgen für eine lustige, zähe Konsistenz. Halloween vereint auf wunderbare Weise die Freude an Süßigkeiten mit dem Nervenkitzel der Verkleidung. Ja, es ist eine Gelegenheit, Fantasie und Kreativität zu feiern. Vielleicht sollten wir nächstes Jahr selbst eine Halloween-Feier veranstalten. Das klingt nach einer fantastischen Idee. Wir könnten einen Kostümwettbewerb veranstalten. Das fände ich toll. Das wäre eine super Möglichkeit, Freunde zusammenzubringen. Und wir können dafür sorgen, dass sich am Ende alle ein bisschen besser kennen. Auf ein frohes Halloween und die Entdeckung unseres wahren Selbst. Lektion 5: Snack Talk. Haben Sie sich jemals Gedanken darüber gemacht, wie viele Snack-Optionen es heutzutage gibt? Das habe ich auf jeden Fall. Tostitos, Cheetos und Fritos sind nur einige der beliebten Sorten. Ja, jedes einzelne hat seinen ganz eigenen Geschmack und Reiz. Ich esse Tostitos gerne mit Salsa. Das passt perfekt zusammen. Das klingt köstlich. Ich persönlich liebe Cheetos wegen ihres käsigen Krumms. Cheetos sind ein Klassiker. Man kann ihnen nur schwer widerstehen. Wussten Sie, dass Frito-Lay international einen Marktanteil von 28% hat? Das ist beeindruckend. Sie dominieren ganz klar den Snackmarkt. Es ist faszinierend, wie sie es schaffen, an der Spitze zu bleiben. Die Vielfalt ihrer Produkte dürfte einen wesentlichen Beitrag zu diesem Erfolg leisten. Genau, sie bedienen unterschiedliche Geschmäcker und Vorlieben auf der ganzen Welt. Die Vielfalt ihrer Produkte dürfte einen wesentlichen Beitrag zu diesem Erfolg leisten. Genau, sie bedienen unterschiedliche Geschmäcker und Vorlieben auf der ganzen Welt. Doritos sind fantastisch. Ich liebe die kräftigen Geschmacksrichtungen, die sie bieten. Haben Sie schon einmal verschiedene Snacks miteinander gemischt? Pistol, eine Snackmischung aus Tostitos und Cheetos schmeckt überraschend gut. Das klingt nach einer tollen Kombination. Das sollte ich mal ausprobieren. Das solltest du unbedingt tun. Es ist wie eine Geschmacksexplosion. Snacks können Menschen zusammenbringen. Sie machen jedes Treffen angenehmer. Piluf, was wäre eine Party ohne eine Auswahl an Snacks? Auf genussvolle Snacks und schöne gemeinsame Momente. Lektion 6: Neue Orte entdecken. Ich habe eine Idee. Wie wäre es, eine charmante Küstenstadt in der Nähe zu erkunden? Das klingt herrlich. Ich liebe Küstenstädte. Sie haben einen ganz besonderen Charme. Absolut. Die frische Seeluft ist belebend und die Aussicht atemberaubend. Ich kann mir schon die malerischen Straßen mit ihren bunten Häusern vorstellen. Ja, und es gibt oft malerische Läden und lokale Märkte zu entdecken. Ich besuche gerne lokale Märkte. Dort findet man einzigartige Schätze. Genau. Außerdem sind frische Meeresfrüchte in Küstenstädten ein Muss.
Ich freue mich darauf, einige lokale Gerichte zu probieren. Habt ihr Empfehlungen? Ich habe gehört, dass die Muschelsuppe in dieser Stadt außergewöhnlich sein soll. Das klingt köstlich. Ich kann einer guten Schüssel Muschelsuppe einfach nicht widerstehen. Und wir sollten anschließend unbedingt einen Spaziergang am Strand machen. Ein Strandspaziergang ist der perfekte Abschluss eines Essens. Stell dir vor, wir beobachten den Sonnenuntergang über dem Meer, während wir spazieren gehen. Das wäre magisch. Ich liebe die Farben eines Sonnenuntergangs. Vergessen wir nicht die Gelegenheit für ein paar Fotos. Oh, diese Momente möchte ich auf jeden Fall festhalten. Dann ist es beschlossen. Uns erwartet ein Tag voller Entdeckungen und Entspannung. Ich kann es kaum erwarten. Es klingt nach einem perfekten Abenteuer. Auf die Entdeckung neuer Orte und das Schaffen wundervoller Erinnerungen. Lektion 7. Reisepräferenzen. Ich habe schon über unseren nächsten Urlaub nachgedacht. Beide klingen fantastisch. Ja, es gibt so viele Möglichkeiten. Bevorzugen Sie aktive oder entspannte Reisen? Ich mag Aktivurlaube. Wandern und das Erkunden neuer Orte begeistern mich. Das ist wunderbar. Aktive Urlaube können sehr belebend sein. Genau, es hat etwas Befriedigendes, den Gipfel eines Berges zu erreichen. Da stimme ich zu. Ich schätze aber auch entspannte Reisen. Wirklich, was gefällt Ihnen denn daran? Entspannte Reisen ermöglichen es mir, abzuschalten und neue Kraft zu tanken. Es ist schön, die Dinge langsamer anzugehen. Das ist ein berechtigter Einwand. Manchmal brauchen wir alle eine Auszeit vom Alltagstrubel. Ja, ein Strandurlaub mit einem guten Buch klingt perfekt. Ah, der Strand. Ich verstehe den Reiz. Sand, Sonne und Entspannung. Ja, aber ich liebe es auch, die lokale Kultur in aller Ruhe zu erkunden. Kulturelle Erlebnisse können bereichernd sein, unabhängig vom Tempo. In der Tat, wie wäre es, beide Reisearten zu kombinieren? Das klingt nach einer fantastischen Idee. Ein bisschen Abenteuer und ein bisschen Entspannung. Ja, wir könnten ein paar Tage wandern gehen und uns anschließend in einem Resort erholen. Das wäre das Beste aus beiden Welten. Ich bin dabei. Perfekt. Lasst uns bald mit der Planung unserer Traumreise beginnen. Auf aufregende Abenteuer und erholsame Auszeiten. Lektion 8. Abenteuerplan. Ich finde es eine tolle Idee, gemeinsam neue Orte zu entdecken. Da stimme ich vollkommen zu. Notieren Sie sich einfach den Standort für später. Das ist ein guter Vorschlag. Ich werde mir Notizen machen, um mir jeden Ort zu merken. Es kann leicht passieren, dass man Details vergisst, wenn man sie nicht aufschreibt. Genau. Ich möchte es nicht verpassen, Orte, die wir gerne besuchen, wiederzusehen. Außerdem wird es uns helfen, unsere nächsten Abenteuer besser zu planen. Waren Sie schon einmal in dieser charmanten kleinen Bäckerei in der Nähe? Nein, habe ich nicht. Ich habe aber sehr viel Gutes über ihr Gebäck gehört.
Wir sollten es unbedingt in unsere Erkundungsliste aufnehmen. Tja, ich kann mir schon die herrlichen Düfte vorstellen, die aus der Bäckerei strömen. Und wir können auf unseren Ausflügen ein paar Leckereien mitnehmen. Das klingt perfekt. Ein kleiner Snack rundet das Erlebnis immer ab. Welche anderen Orte sollten wir Ihrer Meinung nach notieren? Es gibt eine Kunstgalerie, die ich schon immer mal besuchen wollte. Das klingt spannend. Ich liebe es, lokale Künstler zu entdecken. Tja, es ist eine tolle Möglichkeit, die Kreativität in unserer Gemeinschaft zu würdigen. Ich werde das der Liste hinzufügen. Wie sieht es mit Outdoor-Aktivitäten aus? Wir könnten den Botanischen Garten besuchen. Er ist zu dieser Jahreszeit wunderschön. Fantastische Idee. Die Natur erfrischt immer den Geist. Ich freue mich sehr auf all diese Pläne. Das wird ein wunderbares Abenteuer. Auf die Entdeckung neuer Orte und das Schaffen bleibender Erinnerungen. Lektion 9. Momente in den sozialen Medien. Hi, hast du die Fotos gesehen, die ich heute in den sozialen Medien gepostet habe? Ja, habe ich. Sie sahen fantastisch aus. Wo wurden sie aufgenommen? Sie waren in der neuen Kunstausstellung in der Innenstadt. Sie war ziemlich beeindruckend. Ich habe viel Gutes über die Ausstellung gehört. Welches war Ihr Lieblingsstück? Da war ein atemberaubendes Wandgemälde, das mich sofort in seinen Bann zog. Das klingt wunderschön. Ich liebe Wandmalereien. Sie verleihen einem Ort so viel Charakter. Absolut. Ich habe ein paar Nahaufnahmen gemacht, um die Details hervorzuheben. Mir ist es aufgefallen. Deine fotografischen Fähigkeiten werden jedes Mal besser. Vielen Dank. Ich versuche, meine Fähigkeiten zu verbessern. Meinst du, ich sollte mehr posten? Syluf, deine Fotos inspirieren andere dazu, neue Orte zu entdecken. Das freut mich. Es macht Spaß, Erlebnisse mit Freunden zu teilen. Was haben Sie sonst noch aufgenommen? Ich habe auch ein Foto von einer skurrilen Installation mit leuchtenden Farben gemacht. Ich habe das gesehen. Es sah aus wie ein Traum. Stimmt's? Ich fühlte mich wieder wie ein Kind voller Staunen. Das sind die schönsten Momente. Kunst hat die Kraft, Freude zu schenken. Da stimme ich zu. Ich hoffe, dass nach dem Betrachten meiner Fotos noch mehr Menschen die Ausstellung besuchen werden. Ich bin mir sicher, dass Sie das tun werden. Deine Begeisterung ist ansteckend. Danke. Vielleicht können wir nächstes Mal zusammengehen. Das klingt nach einem tollen Plan. Ich würde das sehr gerne mit dir erleben. Auf viele weitere unvergessliche Momente zusammen. Lektion 10. Planung der Unterkunft. Ich habe tolle Neuigkeiten. Ich habe ein gemütliches Hostel in der Nähe des Stadtzentrums gefunden. Das klingt wunderbar. Liegt das in unserem Budget? Ja, es ist überraschend günstig. Ich war sehr zufrieden. Perfekt. Die Nähe zum Stadtzentrum macht das Erkunden viel einfacher. Genau. Von dort aus können wir viele Sehenswürdigkeiten zu Fuß erreichen.
Ich liebe die Idee, in die lokale Kultur einzutauchen. Und Hostels bieten oft die Möglichkeit, andere Reisende kennenzulernen. Das stimmt. Daraus können sich interessante Gespräche ergeben. Haben Sie schon einmal in einem Hostel übernachtet? Da habe ich. Es war ein tolles Erlebnis und ich habe einige großartige Leute kennengelernt. Ich freue mich schon darauf. Welche Annehmlichkeiten bietet dieses Hostel? Ich glaube, es gibt dort kostenloses WLAN und eine Gemeinschaftsküche. Eine Gemeinschaftsküche ist super. Wir können Geld sparen, indem wir einige Mahlzeiten selbst zubereiten. Da, außerdem können wir lokale Zutaten ausprobieren und zusammen kochen. Das klingt herrlich. Ich koche sehr gerne mit Freunden. Das wird ein Abenteuer. Hast du dir schon die Bewertungen angesehen? Ja, habe ich. Die Bewertungen sind überwiegend positiv, was beruhigend ist. Das ist gut zu hören. Das beruhigt uns. Ich glaube, diese Reise wird ziemlich unvergesslich werden. Ich stimme zu. Auf aufregende Reisen und neue Erlebnisse. Ja, lasst uns unsere Pläne abschließen und unsere gemeinsame Zeit optimal nutzen. Lektion 11. Die Reise planen. Ich finde den Plan für unsere Reise durchaus vernünftig. Da stimme ich zu. Ich freue mich darauf, neue Orte zu entdecken. Wie lange dauert die Reise in der Regel bis zu unserem Zielort? Die Zugfahrt dauert in der Regel etwa 2 Stunden. Das ist nicht zu lang. Eine Zugfahrt kann sehr angenehm sein. Besuch. Dadurch haben wir die Möglichkeit, die Landschaft entlang des Weges zu bewundern. Bevorzugen Sie Züge gegenüber dem Autofahren? Ja, das tue ich. Züge ermöglichen es mir, mich zu entspannen und die Aussicht zu genießen, ohne mir Gedanken über den Verkehr machen zu müssen. Das stimmt. Außerdem können wir uns während der Fahrt unterhalten und Snacks genießen. Wo wir gerade von Snacks sprechen, sollten wir welche für die Reise vorbereiten. Super Idee. Ich bringe ein paar Sandwiches und Obst mit. Ich packe ein paar Keks ein. Die kommen immer gut an. Perfekt. Wann sollten wir losfahren? Wenn wir den Morgenzug nehmen, haben wir den ganzen Tag Zeit zum Erkunden. Der Plan gefällt mir. Frühe Abenteuer sind oft die besten. Da, außerdem können wir so die Menschenmassen später am Tag vermeiden. Ich kann es kaum erwarten. Diese Reise wird bestimmt ein Riesenspaß. In der Tat, auf neue Abenteuer und wundervolle Erinnerungen. Ja, lasst uns auf eine unvergessliche Reise vorbereiten. Lektion 12. Digitale Kommunikation verstehen. Haben Sie sich jemals Gedanken darüber gemacht, wie sich die Kommunikation im digitalen Zeitalter entwickelt hat? Das habe ich auf jeden Fall. Es ist faszinierend, wie wir heutzutage miteinander in Kontakt treten, insbesondere über Internet, Newsgroups und E-Mail-Austausch. Ja, es gibt drei grundlegende Kommunikationsarten, die besonders hervorstechen. Um welche Arten handelt es sich? Die erste Form ist die synchrone Kommunikation, bei der die Teilnehmer in Echtzeit interagieren. Das leuchtet ein.
Beispiele hierfür sind Videoanrufe und Live-Chats. Genau, es ist unmittelbar und ermöglicht sofortiges Feedback. Und der zweite Typ, Die zweite Form ist die asynchrone Kommunikation, die keine gleichzeitige Teilnahme erfordert. wie E-Mails und Forenbeiträge. Das ermöglicht es den Leuten zu antworten, wann es ihnen passt. Ganz genau. Es gibt den Einzelnen Zeit, nachzudenken und ihre Antworten zu formulieren. Das ist ein großer Vorteil, insbesondere bei komplexen Themen. Ja, das ist es. Und was denkst du, was der dritte Typ ist? Ich glaube, es handelt sich um hybride Kommunikation, die synchrone und asynchrone Elemente kombiniert. Richtig. Dazu gehören Plattformen, auf denen Nachrichten zu unterschiedlichen Zeiten gesendet und empfangen werden können, die aber dennoch eine Interaktion in Echtzeit ermöglichen. Das ist interessant. Es bietet Flexibilität, die in der heutigen schnelllebigen Welt unerlässlich ist. Da stimme ich zu. Das Verständnis dieser Typen kann unsere Kommunikationsfähigkeiten verbessern. Puh. Es ist wichtig, die richtige Methode für die Botschaft zu wählen, die wir vermitteln wollen. Auf die Beherrschung der digitalen Kommunikation und die Stärkung unserer Verbindungen. Lektion 13. Die Bedeutung von Abschieden. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, Ihre eigene Beerdigungsfeier zu planen, bevor Sie sterben? Ich habe es gesehen. Es scheint ein interessantes Konzept zu sein, nicht wahr? Das stimmt. Viele Menschen versuchen, den Service ihrer Persönlichkeit anzupassen. Ja, es ermöglicht Einzelpersonen, einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Welche Elemente halten Sie für wichtig? Ich glaube, persönliche Details wie Lieblingslieder und Fotos wären unerlässlich. Diese Details können das Leben und die Leidenschaften eines Menschen wirklich widerspiegeln. Ja, es ist eine Möglichkeit, ihre einzigartige Reise zu feiern. Haben Sie sich schon überlegt, welche Musik Sie hören möchten? Ich glaube, ich würde etwas Aufmunterndes wählen, vielleicht einen klassischen Rocksong. Das klingt perfekt. Eine lebhafte Atmosphäre kann Freunden und Familie helfen, die Freude in Erinnerung zu behalten. Ja, es ist wichtig, sich auf die positiven Aspekte zu konzentrieren. Das klingt perfekt. Eine lebhafte Atmosphäre kann Freunden und Familie helfen, die Freude in Erinnerung zu behalten. Ja, es ist wichtig, sich auf die positiven Aspekte zu konzentrieren. Hätten Sie bestimmte Dekorationswünsche? Und vielleicht könnte das Teilen von Geschichten und Erinnerungen Teil des Gottesdienstes sein. Das finde ich toll. So können alle miteinander in Kontakt treten und in Erinnerungen schwelgen. Beerdigungen müssen keine traurigen Angelegenheiten sein. Sie können auch Feiern des Lebens sein. Genau. Es geht darum, die Person und ihr Vermächtnis zu ehren. Auf ein erfülltes Leben und auf bedeutungsvolle Abschiede. Ja, lasst uns jeden Augenblick genießen und andere dazu inspirieren, es uns gleich zu tun. Lektion 14. Die Wunder des Zugreisens. Ich finde es faszinierend, wie diese Züge die Menschen im ganzen Land sehr schnell und effizient befördern. Besuch. Zugreisen gehören zu den besten Möglichkeiten, ein Land kennenzulernen. Das stimmt.
Züge können in so kurzer Zeit große Entfernungen zurücklegen. Ganz abgesehen davon bieten sie eine komfortable Reisemöglichkeit. Genau. Ich liebe es, während der Reise herumlaufen zu können. Und der Ausblick aus den Fenstern kann atemberaubend sein. Ja, es ist, als würde man draußen einen Film beobachten. Züge werden ja auch dazu benutzt, Menschen über verschiedene Geländearten zu transportieren. Richtig. Ja, sie können durch Städte, Berge und sogar über Flüsse reisen. Das ist beeindruckend. Es ist erstaunlich, wie vielseitig Zugreisen sind. Außerdem ist es oft umweltfreundlicher als Autofahren. Das stimmt absolut. Zugfahren reduziert den CO2-Ausstoß. Ich wünschte, mehr Menschen würden Zugreisen als Option in Betracht ziehen. Da stimme ich zu. Es kann eine wundervolle Erfahrung sein. Was gefällt Ihnen am besten an Zugreisen? Ich liebe die Aufregung, an einem neuen Ziel anzukommen. Dieses Abenteuergefühl ist unübertroffen. Auf viele weitere Zugreisen und gemeinsame Entdeckungsreisen. Ja, lasst uns das Beste aus unseren Reisen machen und jeden Moment genießen. Lektion 15. Reisebudgetplanung. Ich habe die Zimmerpreise für unsere Reise geprüft und sie sind durchaus angemessen. Das sind ja tolle Neuigkeiten. Das bedeutet, dass wir mehr Aktivitäten genießen können. Genau. Bei günstigen Preisen brauchen Sie sich um diese Kosten keine Sorgen zu machen. Das ist eine Erleichterung. Die Kosten für die Unterkunft können sich schnell summieren. In der Tat, es ist immer schön, ein Schnäppchen zu machen. Haben Sie eine Unterkunft mit guten Bewertungen gefunden? Ja, ich bin auf ein charmantes Hotel mit ausgezeichneten Bewertungen gestoßen. Wunderbar. Es ist wichtig, in einer komfortablen Unterkunft zu übernachten. Und die Lage ist perfekt, um die Stadt zu erkunden. Das klingt ideal. Die Nähe zu den Sehenswürdigkeiten kann uns Zeit sparen. Absolut. Wir können unser Erlebnis maximieren, ohne stundenlange Anreise zu vergeuden. Welche weiteren Annehmlichkeiten bietet das Hotel? Sie bieten kostenloses Frühstück und WLAN an, was ein Pluspunkt ist. Die sind unverzichtbar. Ein gutes Frühstück gibt uns die Energie für unsere Abenteuer. Ja, und dank kostenlosem WLAN können wir in Verbindung bleiben. Haben Sie schon überlegt, wie viele Nächte wir bleiben werden? Ich hatte an 4 Nächte gedacht. Das sollte ausreichen, um alles zu sehen. Das klingt perfekt. Darauf können wir unsere Reiseroute abstimmen. Super. Ich werde die Buchung in Kürze abschließen. Ich freue mich riesig auf diese Reise. Das wird fantastisch. Auf ein gut geplantes Abenteuer voller unvergesslicher Erinnerungen. Lektion 16. Lehren aus der Vergangenheit. Es ist faszinierend zu betrachten, wie bestimmte Probleme in der Gesellschaft nicht klarer wahrgenommen wurden. Da stimme ich vollkommen zu. Hätten wir diese Probleme schon ein Jahrzehnt früher, in den 50ern, erkannt, wären uns so viele Kämpfe erspart geblieben. Absolut. Die 50er Jahre waren eine Zeit bedeutender sozialer Veränderungen,
Doch viele Herausforderungen blieben ungelöst. Der Bewusstsein ist entscheidend für Fortschritt. Ohne es wiederholen wir dieselben Fehler. Beim Now, glaubst du, die Leute waren sich dessen einfach nicht bewusst oder war es komplizierter? Ich glaube, es war eine Kombination aus beiden. Kulturelle Normen beeinflussen oft die Wahrnehmung. Das ist ein berechtigter Einwand. Die Menschen neigen dazu, den Status quo zu akzeptieren, ohne ihn zu hinterfragen. Und das kann zu einem Kreislauf aus Missverständnissen und Konflikten führen. Stellen Sie sich vor, wie anders die Welt aussehen könnte, wenn diese Herausforderungen früher erkannt worden wären. Das ist faszinierend. Eine frühzeitige Intervention hätte Leben verändern können. Ja, eine frühere Auseinandersetzung mit Problemen wie Ungleichheit und Diskriminierung hätte einen bedeutenden Einfluss gehabt. Es ist eine Mahnung, dass wir aus der Geschichte lernen müssen, um eine bessere Zukunft zu gestalten. Absolut. Wir können diese Kämpfe würdigen, indem wir nach Bewusstsein und Verständnis streben. Lasst uns die Lehren der Vergangenheit anerkennen und auf eine gerechtere Gesellschaft hinarbeiten. Ja, gemeinsam können wir dazu beitragen, eine Welt zu schaffen, die Klarheit und Mitgefühl wertschätzt. Lektion 17. Mit kleinem Booklet auf Entdeckungsreise gehen. Mir ist bewusst, dass das Erkunden neuer Orte teuer sein kann. Keine Sorge, es gibt Möglichkeiten, neue Orte auch mit kleinem Booklet zu entdecken. Wirklich, ich würde mich sehr über Ihre Tipps freuen. Zunächst sollten Sie die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel anstelle von Taxis in Betracht ziehen. Das ist eine tolle Idee. Es ist oft viel günstiger und bequemer. Ja, außerdem lernt man unterwegs mehr von der lokalen Kultur kennen. Und die Unterkunft? Hotels können ziemlich teuer sein. Erwägen Sie einen Aufenthalt in Hostels oder Pensionen. Dort erhalten Sie günstige Preise. Das klingt interessant. Ich habe gehört, dass Hostels richtig Spaß machen können. Das sind sie. Man kann andere Reisende treffen und Erfahrungen austauschen. Und wie sieht es mit dem Essen aus? Auswärts essen kann das Budget schnell sprengen. Probieren Sie die lokalen Märkte und das Streetfood. Sie sind köstlich und preiswert. Ich liebe Streetfood. Es ist eine tolle Möglichkeit, authentische Küche kennenzulernen. Ja, und viele Städte bieten kostenlose Stadtführungen an. Wirklich, das ist ja fantastisch. Ich lerne sehr gerne etwas über die Geschichte von Orten. Vergessen Sie nicht, dem Reiseleiter ein Trinkgeld zu geben, wenn Ihnen die Tour gefallen hat. Das ist fair. Ich schätze Ihren Rat. Reisen mit kleinem Burge kann ein Abenteuer für sich sein. Auf die Entdeckung neuer Orte, ohne dabei ein Vermögen auszugeben. Lektion 18. Die Annehmlichkeiten des Zuhauses. Dieses Wohnzimmer ist so einladend. Ich liebe den Kochtisch und das Sofa hier. Da stimme ich zu. Es schafft eine perfekte Atmosphäre zum Entspannen. Ich sitze hier gerne und entspanne mich nach einem langen Tag. Ruf. Dieser Raum hat etwas Beruhigendes. Hast du einen Lieblingsplatz auf dem Sofa? Ja, das tue ich.
Ich bevorzuge die Ecke, wo ich mich mit einem guten Buch einkuscheln kann. Das klingt herrlich. Ich sitze gerne in der Mitte, von wo aus ich alles sehen kann. Schön, dass es so viele Möglichkeiten gibt. Jeder Ort hat sein eigenes Flair. Genau. Manchmal genieße ich es, bei einer Tasse Kaffee die Aussicht nach draußen zu bewundern. Kaffee trägt zur Gemütlichkeit bei. Haben Sie eine Lieblingsmischung? Ich liebe kräftigen, dunklen Röstkaffee. Er gibt mir die Energie, die ich brauche. Ich bevorzuge eine hellere Rüstung. Sie wirkt morgens erfrischend. Das ist eine hervorragende Wahl. Haben Sie schon verschiedene Brühmethoden ausprobiert? Ja, habe ich. Ich verwende gerne eine French Press, um einen kräftigen Geschmack zu erzielen. Eine French Press ist fantastisch. Sie verbessert den Geschmack ungemein. Vielleicht sollten wir hier eines Tages eine Kaffeeverkostung veranstalten. Das klingt nach einer tollen Idee. Wir könnten ein paar Freunde einladen. Das, das wäre eine schöne Möglichkeit, diesen gemütlichen Raum gemeinsam zu genießen. Auf viele entspannende Momente und anregende Gespräche.